Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen bei der ITSM Group. Mein Name ist Daniel Nitsch. Ich bin zuständig bei der ITSM Group für den Bereich Education, Head of Sales. Und wir haben heute die Möglichkeit, Markus Bause von der PeopleCert hier zu begrüßen in der Funktion Vice President Product und würden Markus heute gerne Fragen zu Prince2 7, den Neuerungen, stellen und freue mich natürlich, dass er da ist. Super, danke, dass ich da sein darf. Dann würden wir auch schon gleich starten. Und zwar, es gibt ja wichtige Neuerungen in Prince2 7. Das ist zum einen eine klarere Sprache. Wie wird Prince2 dadurch für ein breiteres Publikum ansprechbarer? Ja, also es war eines der ganz wesentlichen Ziele in Prince2 7, eine bessere Erreichbarkeit herzustellen, eine bessere Verständlichkeit herzustellen. Vor allen Dingen auch für nicht englisch sprechende Märkte. Wenn man sich die alten oder älteren Versionen anschaut, die Sprache war sehr britisch, sehr akademisch. Ja. Es war schon so, da hast du so Sätze, die dann über 4, 5 Line gehen und sehr verschachtelt sind. Und dann musst du anfangen, das 3-mal zu lesen, gerade als nicht englisch sprechender oder nicht native sprechender. Ja. Und das macht es dann natürlich kompliziert. Und das Problem ist, dass diese komplizierte Sprache dann natürlich auch Eingang findet in alles, was drumherum an Dokumenten steht. Examen, Musterprüfungen, Templates und so weiter. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass Prüfungen vielleicht mehr ein Sprachtest sind als ein Projektmanagement-Test. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Daher ist die vereinfachte Sprache, also das vereinfachte Englisch, was hier verwendet worden ist, was sich schon ein bisschen so orientiert hat an dem EU-Englisch, ne? Also nicht so das, was man in Briten spricht oder in UK oder sonst wo oder in den USA. Also ein international gut verständliches Englisch macht natürlich den Einstieg in das Thema grundsätzlich erstmal viel einfacher. Ja. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, die ersten Prüfungen in Deutsch, die waren halt schon immer ein bisschen herausfordernd, was die Sprache angeht. Was sind denn weitere Neuerungen unter Prince2 7? Ja, also einer der wesentlichsten Neuerungen ist der Faktor Mensch, der jetzt Einzug gehalten hat. Es war nicht so, dass in den alten Prince-Versionen Mensch jetzt keine Rolle gespielt hat. Aber es war immer so ein bisschen, Faktor People ist wichtig, aber gibt es andere Frameworks, die man dort berücksichtigen kann. Das ist jetzt nicht, was was in Prince so berücksichtigt worden ist. Ja. Es ist aber so, sag mal, jeder, der in Projekten arbeitet, weiß es, du kannst die Bücher auswendig lernen. Wenn du aber nicht in der Lage bist, ein Team richtig zusammenzustellen, die richtigen Leute am Start zu haben, mit denen zu kommunizieren oder zum Beispiel auch in einem Lenkungsausschuss richtig zu präsentieren und zu überzeugen, wird dein Projekt scheitern, egal wie gut du die Theorie beherrschst. Und dementsprechend war es für die neue Version extrem wichtig, dem gerecht zu werden. Wir haben jetzt nicht nur ein Kapitel, das hinzugefügt worden ist, sondern es zieht sich durch die komplette Publikation das Thema People durch und ist jetzt einer der wesentlichen Bestandteile. Wie lange wird denn jetzt Prince2 Edition 6 und Prince2 7 parallel nebeneinander laufen? Ja. Wird das passieren oder gibt es eine direkte Ablösung? Nein, die werden parallel laufen. Es ist natürlich immer auch ein Faktor der Übersetzungen, die dann kommen. Wir haben vor, ich sag mal, bis Ende nächsten Jahres, also bis Ende 2024, möchte ich gerne die alten Versionen vom Markt haben. Es gibt auch noch alte 5er-Versionen, die international laufen, auch aus Übersetzungsgründen. Und daher, aber wir sind deutlich schneller mittlerweile, was die Übersetzungen angeht. Deutsch wird kommen im Februar und dementsprechend gehen wir davon aus, dass 6 Monate später ungefähr die 6er-Version dann vom Markt genommen wird. Aber mindestens 6 Monate Vorlaufzeit wird es pro Sprache immer geben. Okay, super. Wenn jetzt Teilnehmer momentan überlegen, eine Prince2-Schulung zu machen, inklusive Prüfung, ist ja ein großes Hindernis noch, dass Prince2 7 nur in Englisch verfügbar ist. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich würde gerne aber trotzdem meine Prince2-Ausbildung machen unter Edition 6, was wäre denn das schnellste Upgrade auf Prince2 7 dann? Ja, es hängt natürlich auch ein bisschen von der Erfahrung desjenigen ab. Es gibt keinen Bridge-Kurs in dem Sinn, weil wir hier erstmal nur von einem Buch sprechen.
Wenn man jetzt ein Prince2 6 Zertifikat hat als Foundation, ist das Einfachste, die Prince2 7 Foundation Prüfung nochmal zu machen, sich vielleicht vorher das Buch anzuschauen oder sich von seinem Schulungsunternehmen nochmal aufschlauen zu lassen, was genau die Änderungen sind. Aber man muss auf jeden Fall die Prüfung dann neu ablegen. Okay. Für den Practitioner ist es ähnlich. Der Prince2 6 Foundation gilt als Eingangskriterium für den Prince2 7 Practitioner. Also man muss jetzt nicht die Foundation neu machen, aber es ist natürlich so, dass da eine ganze Menge neuer Content drin ist. Wir also daher schon stark empfehlen, sich vorher mit dem Buch auseinanderzusetzen, weil der Practitioner ja mehr Adaption ist, als dass man Content macht, um dann auch gut vorbereitet zu sein. Okay. Wie geht denn Prince2 7 mit agilen Themen um, beziehungsweise auch mit dem Thema KI? Ja, also das ist auch ein großes Thema. Wir hatten ja vorher gesagt, was sind die Neuerungen. Eine Neuerung war jetzt der Faktor Mensch. Eine zweite oder ein weiterer Bereich ist die Flexibilität. Der Anspruch von Prince2 ist, für jede Art von Projekt verwendbar zu sein. Das heißt also auch für, klar, Wasserfall, das ist das, wo man es klassischerweise ja aus der Vergangenheit erkennt und sieht, aber genauso auch für Projektmanagement, für agile Projekte. Auch dort haben viele Verbesserungen Einzug gehalten in der Sprache, in der Art und Weise, wie man zum Beispiel agile Projekte mit Prince2 steuern kann. Prince2 ist ja Directing and Managing a Project. Ja. Auch agile Projekte müssen was abliefern in Zeit und in Budget. Die Art und Weise, wie sie das tun, ist anders, aber das Governance braucht man dafür auch. Also das heißt, Prince2 7 ist insofern, könnte man fast sagen, die modernste Projektmanagement-Methode der Welt, weil sie klassische, hybride oder aber auch agile Ansätze steuern kann. Kannst du noch mal ein bisschen auf den Prince2 AI Practice Guide eingehen? Ja, das war ja auch der zweite Teil deiner Frage, was ist mit AI und Daten, danke. Wesentlicher Bestandteil. Also Datenmanagement, datenbasierte Entscheidungen sind natürlich heute nicht mehr wegzudenken und spielen im Projektmanagement immer größere Rolle. Man sieht es auch an Tools, AI-gestützte Tools, die Projektmanagern dabei helfen, Projekte zu steuern, das tagtägliche effizienter zu gestalten. Das hat schon Einzug in das Buch gehalten. Das heißt also, wir haben gerade das Thema Daten, Datenanalyse, Datenmanagement für Projekte ist Teil des Buches, auch AI im Allgemeinen. Wir wollten aber noch einen Schritt weiter gehen und für uns ist ja der Anspruch, dass Prince2 Best Practice ist und wollten den Anwendern von Prince2 einen Guide an die Hand geben, der ihnen dabei hilft, AI-Tools wie zum Beispiel ChatGPT für Projektmanagement einzusetzen. Und das ist genau das, was dieser Practice Guide macht. Auch einer der Gründe, warum wir es in einem Practice Guide haben, das heißt ein digitales Dokument und nicht ein Buch, weil das, was du heute über AI schreibst, ist in 6 Monaten wieder hinfällig oder sagen wir mal zumindest mal überarbeitungswürdig. Ergo ist das etwas, was kontinuierlich überarbeitet wird. Aber es ist tatsächlich eine Hilfestellung für Projektmanager oder Leute, die in Projekten arbeiten. Wie können AI-Tools effizient eingesetzt werden mit Beispielen, um eine tagtägliche Arbeit effizienter zu gestalten? Super. Was natürlich dann viele unserer Kunden auch interessiert, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, Prince2 7 ist momentan nur in Englisch, mit englischer Prüfung, englischer Literatur zur Verfügung. Ab wann können wir denn mit deutschen Prüfungen und deutschen Unterlagen rechnen? Ja, es gibt ja bei uns das grundsätzliche Commitment zu 8 Kernsprachen und Deutsch ist eine davon. Deutschland ist ein wichtiger Markt, daher auch einmal mit vorne dabei. Und momentan ist es so, dass alle Planungen daraufhin arbeiten, im Februar das komplette Paket in Deutsch zur Verfügung stellen zu können. Das heißt Corebook, offizielle Trainingsmaterialien, Examen, Mock-Examen oder Sample Papers, also das komplette Paket in Deutsch im Februar 2024. Schön, da haben wir doch ein Zeitfenster. Ist nicht mehr so weit hin. Weihnachten ist morgen. Schöne Überraschung. Ja. Nein, super. Also dann haben wir viele Informationen von dir bekommen. Finde ich super, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich denke auch für unsere Kunden und Interessenten war es super wertvoll. Und ja, würde mich freuen, wenn wir dann uns in Kürze wiedersehen. Hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Danke. Dankeschön.